Die Godot Engine 4.7 ist in Entwicklung und mit dem Development Snapshot 1 vom 13. Februar 2026 kommen wieder einige neue Highlights, aber auch viele versteckte Perlen im interaktiven Changelog, die du dir unbedingt anschauen solltest. Ich bin der Truly Most Wanted und wir gucken uns heute die Godot Engine 4.7 an. Lass gerne einen Daumen nach oben da, wenn es dir gefällt, abonniere sehr gerne, wenn du mehr sehen möchtest und schreib mal in die Kommentare, welche Features dir am meisten gefallen, welche dich vielleicht überraschen oder worauf du dich im Allgemeinen bei der 4.7 freust. Und jetzt gucken wir mal uns den Changelog genauer an. Beginnen wir mit den Highlights hier im 4.7 Dev 1 Snapshot Post. Und die erste Sache ist interessant für alle von euch, die planen, für Mobile-Plattformen Games zu entwickeln. Und zwar gibt es jetzt eine neue Input-Methode, und zwar die Virtual Joysticks. Das sind wie bei vielen typischen Handy-Games hier links diese visualisierten Stick-Controller, mit denen ihr eure Charaktere bewegen könnt. Es gibt einmal den Modus Joystick Fixed, eben an fixer Position, dann Dynamic, dass der von der Position aus ein Stück nach den verschiedenen Richtungen mitgeht, wenn ihr eben eure Hand verschiebt, und genauso auch Joystick Following. Grundlegend geht er immer dahin, wo sich euer Finger hin bewegt. Das erlaubt euch also in dem Falle hier eine einfache Mobile-Steuerung zu bauen, und das hat die Godot Engine jetzt nativ im Hause und muss nicht mehr von selbst entwickelt werden. Das nächste Feature, Drawable Textures, werden viele von euch feiern, denn das ist eine neue Texturart, die ihr bemalen könnt mit simplen Methoden per Code. Ob ihr jetzt plant, eben ein Tool zu bauen, in dem Meshes in Godot bemalt werden können oder einfach Bildmaskierungen, Normal Maps, Height Maps, das könnt ihr jetzt selbst überlegen und euch mit dieser neuen Texturart bauen. Ein Blick hier auf den Pull-Request 105.701 zeigt euch hier ein 5-sekündiges Video, und da drin wird mit einem simplen Code-Beispiel eben random Texturen auf eine vorhandene Textur gezeichnet mit verschiedenen Modulate Colors und Positionen. Hier ist zu sehen die neue Methode Blit Rect Multi. Also wenn ihr plant, ein Array von Texturen mit einem Array von Modulate Farben eben in diese Drawable Texture zu zeichnen, das könnt ihr jetzt machen. Aber ich habe auch euch hier für dieses Video selbst ein Beispiel vorbereitet, ganz simpel, und zwar das folgende. Wir haben hier einmal eine Drawable Texture hier oben, und diese hat auch eine einfache Methode namens Blit Rect. Mit Blit Rect könnt ihr auf ein gegebenes Rectangle, also eine Position mit bestimmter Größe, dann eben eine beliebige Texture drauf zeichnen. In dem Fall hier als Beispiel genommen das Icon SVG hier unten aus dem Resource Folder. Dann könnt ihr eine Modulate Farbe angeben und auch, ob die Mipmaps der Textur genutzt werden sollen und ob es noch ein Material gibt, was darauf angewendet werden soll. Und das sind die 5 Parameter für diese Methode hier. Wichtig zu wissen dabei ist, die letzten 3, also die Modulate Farbe, die Mipmaps und das Material, sind optional und haben Standardwerte hier gegeben. Das heißt, du musst nur angeben, wo kommt es hin, mit welcher Größe und welche Textur soll gezeichnet werden. Der Rest unten drunter ist komplett optional. Path 3Ds erhalten ein nettes Update, und zwar gibt es jetzt Collider Snapping. Wenn du für einen Path 3D neue Punkte setzen möchtest oder eben existierende Punkte verschieben möchtest, dann wird nun ein Raycast gemacht und geschaut, ob du einen Collider eines anderen Objektes triffst. Und wenn das der Fall ist, dann wird der Punkt eben an die Oberfläche dieses Colliders direkt gesetzt und nicht mehr einfach nur relativ zur Kameraperspektive verschoben. Finde ich eine nette Sache, und so kannst du entsprechend dich an Objekte ranheften. Wenn du die Option nicht haben möchtest, gibt es auch oben rechts hier ein neues Optionsfenster, wo du eben genau dieses Collider Snapping wieder deaktivieren kannst. In GDScript gibt es eine Verbesserung bei nicht exportierten Membern, und zwar im Remote Tree Scene Inspector. Wenn wir jetzt typisierte Variablen haben wie eine enum-Variable, dann war es bisher so, dass die immer hier als Zahl dargestellt wurden. Jetzt werden die korrekt hier als enums dargestellt.
In Sachen Rendering geht Vulkan in die Vorbereitung für Raytracing, ein sehr komplexes Thema. Und hier wurden die ersten Schritte gemacht in die Richtung, um dieses Feature wirklich irgendwann Realität werden zu lassen. Hier wurde auch ein Demo-Projekt dargelassen, um diese neue Funktion eben in Godot mit GDScript zeigen zu können. Windows erhält jetzt Support für Outputs und das ist eben ja auch ein Ziel der 4.7er Version. In den nächsten Development Snapshots soll HDR-Output für alle möglichen Plattformen importiert werden. Wir haben hier jetzt in dem Falle Windows im Dev 1. Im Dev 2 Snapshot ist, glaube ich, Apple enthalten. Dann fehlen im Grunde noch Linux, Android und die verschiedenen Mobile-Plattformen und das Ganze wird in der 4.7 abgerundet. Und jetzt kommen wir zu den Features, die sich hier unten im interaktiven Changelog verstecken. Einmal hier in den erst genannten Sachen und dann auch hier unten, wo 311 Fixes im Development Snapshot 1 im Interactive Changelog zu finden sind. Das ist diese Seite hier. Und hier könnt ihr selbst nach den verschiedenen Feature-Bereichen gruppiert die einzelnen GitHub-Pull-Requests, die gemacht wurden, euch genauer anschauen. Ich habe mir hiervon jetzt 10, 15 Stück rausgesucht, die ich dir gleich mal zeigen möchte und die gehen wir der Reihe nach auch durch. Erst vor kurzem haben wir ein Video dazu gemacht, wie du aus der Godot Engine heraus Packages erstellen kannst mit verschiedenen Arten von Ressourcen und auch wie man per Code dort Dateien einfügt, indem man eben jetzt die Ressourcenpfade angibt und auch die Zielpfade, wie die innerhalb des Packages heißen sollen. Jetzt mit der Godot Engine 4.7 gibt es die Möglichkeit, genau beim Laden von Bildern, Audio und Video, die auch aus dem Buffer als Byte Array mitzugeben an das Package und dort drin abzulagern. Wenn du in der 4.7 mit Gradient Texture 2D arbeitest, hast du jetzt die Möglichkeit, Conic Farbgradienten zu nutzen, also in dem Falle kegelförmige. Dabei ist der Mittelpunkt oder der höchste Punkt des Kegels hier in der Texturmitte und drumherum geht der Farbverlauf so rund. Das ist ein neuer Modus, den man einstellen kann und so werden hier die Farben eben im Kreis gehend rundherum verteilt, anstatt linear. Dieses nächste Feature ist ebenfalls wieder in der Kategorie Input zu finden. Und zwar kriegen die Joypads jetzt Support für das Verwenden der Motion Sensors. Was genau heißt das? Moderne Handheld-Konsolen haben ja meist auch einen Controller, der vorne in Richtung der Schultertasten einen Bewegungssensor hat. Und wenn man dann einfach das Gamepad nach oben, unten, links oder rechts neigt, dann kann man damit auch alleine schon den Charakter in Spielen drehen lassen oder eben ganz simpel gesagt auf dem Desktop den Cursor bewegen. Das ist so ähnlich wie früher bei der Nintendo Wii, wo die Fernbedienung auf den Bewegungssensor gehalten werden musste und dann hat sich das Ganze bewegt. Ähnlich auch wie in VR-Brillen. Und jetzt hat Godot eben Support für diese Motion Sensors von Gamepads, eben den Accelerometer und das Gyroscope. Wenn du dir selbst das genauer anschauen willst, gibt es hier unten zwei Dinge. Einerseits einen Link zu einem anderen Pull-Request mit der Dokumentation dazu und auch hier ein Testprojekt. Und wenn du dir hier die Dokumentation anschaust, kommst du auf diese Seite hier. Und hier haben wir auch oben Dateien, die geändert wurden. Und da drin können wir uns einmal anschauen, was gemeint ist. Einerseits wird hier in der Doku ein Bild mitgeliefert für die Ausrichtung von Gamepads, welche Achsen eben hier wo sind. Und auch hier unten bei der Doku selbst, da finden wir auch verschiedene Erklärungen und Beispielcode dazu jetzt hier eben in GDScript, wie das Ganze genutzt werden kann. Das kannst du dir in jedem Falle gerne mal selbst durchlesen und ausprobieren, falls du so ein modernes Gamepad hast. Dieses nächste Feature ist ein praktisches Update für alle von euch, die 2D-Spiele machen mit One-Way-Collision-Plattformen. Ihr kennt ja vielleicht in manchen Spielen Plattformen, wo ihr von unten auf die Plattform springen könnt und dann bleibt ihr drauf
und dann von oben euch durch Drücken einer Taste wieder nach unten droppen lassen könnt. Jetzt in der 4.7 Development Snapshot 1 habt ihr die Möglichkeit, eine Richtung anzugeben, in welche eben jetzt diese One-Way Collision stattfinden soll. Und dafür habe ich mal kurz hier den Web-Editor aufgemacht zum Zeigen. Wenn ihr eine Collision Shape 2D hier habt und ihr habt jetzt hier rechts eure Shape ausgewählt, egal ob Rectangle oder irgendeine andere, dann könnt ihr unten den Haken One-Way Collision aktivieren und dann hier über diesen Direction-Wert einstellen, in welche Richtung geht das Ganze. Standardmäßig von unten durchspringbar, mit -1 wäre es von oben nach unten durchspringen oder durchfallen lassen können und so könnt ihr hier die verschiedenen Richtungen und Werte nutzen, um zu schauen, in welche Richtung muss eure One-Way-Plattform konfiguriert werden. Einfach ein Vektor 2, der per Code und im Inspektor geändert werden kann. Hier noch ein weiteres Update im Bereich Collision Shapes und 3D. Bisher war es immer so gewesen, dass Collision Shapes, egal ob Nodes ausgewählt waren oder nicht, immer angezeigt wurden. Also wenn ihr jetzt einen Raum habt mit Boden, Wänden, Schrägen, dann seht ihr immer nach einmaligem Einfügen des Static Body 3D oder anderer Möglichkeiten von Bodies, wie eben hier das Collision Mesh aufgebaut ist. Das kann ein bisschen irritierend sein und die Immersion vom Game wegnehmen, gerade bei der Konfiguration über den Inspektor. Jetzt gibt es eine neue Einstellung unter den erweiterten Optionen, dass man hier unten Show Collision Shapes Only When Selected aktivieren kann. Das heißt, standardmäßig ist hier wirklich von den Collidern nichts sichtbar und erst wenn ihr ein bestimmtes Objekt auswählt, dann ist nur von demjenigen der Collider sichtbar und sonst der Rest gar nicht. Finde ich wirklich eine schöne Sache, gerade für 3D-Projekte. Apropos 3D, beim Rotieren von Objekten kriegt ihr jetzt direktes Feedback eben durch die Anzeige dieser Linie hier, wohin ihr euer Objekt dreht und nicht erst irgendwann später. Bestimmt kennst du beim Starten der Godot Engine unten rechts die Info, dass eine neue Version verfügbar ist. Ob das jetzt eine Stable-Version ist oder ein Development Snapshot. Jetzt kannst du über die Editor-Einstellungen konfigurieren, was du dort sehen möchtest. Willst du wissen, dass gerade eine neue Dev-Version da ist, also eine neue Preview-Version, eine neue Stable-Version oder eine neue Patch-Version? Das kannst du jetzt konfigurieren und entsprechend kriegst du jetzt Updates da unten rechts zu sehen. In GDScript wurde eine neue Methode verfügbar und zwar als Teil vom Script Editor gibt es jetzt die statische Methode Save All Scripts. Die ist jetzt in GDScript aufrufbar und sichtbar und wenn du die aufrufst, dann werden alle bisher nicht gespeicherten Skripte automatisch gespeichert. Das ist ganz praktisch, wenn du Erweiterungen für den Godot Editor schreibst und diese Funktion brauchen solltest. Dieses nächste Feature ist interessant, wenn du im Szenenbau mit verschiedenen Nodes arbeitest und sehr häufig Copy und Paste machst. Denn was ist das Standardverhalten in der Godot Engine? Wenn du eine Node markierst zum Kopieren, dann eine andere auswählst und du STRG V drückst zum Einfügen, dann werden die Nodes immer unterhalb der markierten Node eingefügt. Das Ganze hat jetzt eine neue Funktion und zwar Einfügen als Geschwister oder Insert as Sibling. Das Ganze geht wie folgt. Nehmen wir mal dieses Beispiel hier. Wir haben hier eine Parent Node, darunter 5 Child Nodes. Wenn ich jetzt hier die Node 5 per STRG C nehme, kopiere und per STRG V wieder einfüge, geht es hier unten drunter. Nochmal STRG V würde wieder unten drunter anhängen und wir würden das Ganze immer weiter so verschachteln, eben nach der gerade eben erklärten Regel. Jetzt können wir aber auch hier eine Node auswählen und per Rechtsklick sagen Paste as Sibling. Dann fügen wir es nicht unterhalb ein, sondern direkt dahinter. Hier hinter ein Sibling wäre dann direkt da unten drunter und so kriegen wir eine neue Funktion in den Editor. Dieses nächste kleine Feature ist eine schöne Ergänzung für alle, die sehr viel Farbkonfiguration über den Inspektor machen. Denn es gibt jetzt einen Kopierbutton zum Kopieren und Einfügen von Farben. Nehmen wir mal dieses Beispiel hier.
jede Node 2D und Canvas Item haben wir hier das Modulate. Wenn wir jetzt hier von einer Node das Ganze konfigurieren, zum Beispiel auf blau, dann können wir jetzt hier unten rechts den Kopierbutton drücken, auf eine beliebige andere Node gehen, nehmen wir mal diese hier, das hier wieder aufklappen und beim Modulate hier unten einfach STRG V machen oder Rechtsklick einfügen, Enter drücken und die Farbe ist angewendet. Ganz simpel. Das ist eine neue Funktion, die für alle, die mit Farben arbeiten, doch was sehr Schönes sein kann. Dieses nächste Feature ist ebenfalls interessant für alle, die mit GDScript arbeiten, denn wenn ihr eigene Skripte erstellt, die von anderen Basisskripten ableiten, dann habt ihr sehr häufig beim Erzeugen von OnReady-Variablen per Drag and Drop in GDScript immer nur den einfachen Typ hier stehen gehabt, den ihr auch im Szenenbaum finden könnt. Jetzt mit der 4.7 wird wirklich der Custom Type von eurem eigenen Skript dort eingefügt und nicht mehr einfach nur Node 2D oder andere Typen, die ihr als Basis in Verwendung habt. Entsprechend also ein Korrekturschritt weniger und so könnt ihr noch einfacher die richtigen Types für eure Variablen finden. Und das waren meine Feature-Highlights aus dem Development Snapshot 1 zur Godot Engine 4.7. Welche haben dir am meisten gefallen? Welche haben dich überrascht? Kommentier's gerne mal unter dem Video. Ansonsten, falls du selbst noch sehr schöne Features aus diesem Development Snapshot kennst oder findest, ich verlinke dir sowohl diese Blogseite als auch den interaktiven Changelog unten in der Videobeschreibung. Und wenn du jetzt sagst, hier ist was richtig Geiles, dann geh doch einfach hin, markier die komplette Zeile, mach Rechtsklick, kopieren und füg sie mal unten drunter in die Kommentarsektion unter dem Video ein, für alle sichtbar. Sonst lass gerne einen Daumen nach oben da, wenn es dir gefallen hat und abonniere auch sehr gerne, wenn du mehr Godot Engine hier sehen möchtest. Vielen Dank fürs Zuschauen und hoffentlich bis zum nächsten Video. Bye bye!